Herzlich willkommen zum weiteren Video bei Perfect Green. Ihr seht es, heute geht es um einen Mähroboter, genauer gesagt um den Yardforce X-Power 400. Den hat uns Yardforce freundlicherweise zur Verfügung gestellt und das wird unser erster Robi auf unserer Testfläche. Und was der alles kann, da gehen wir heute drauf ein. Der Yardforce X-Power 400 verrät eigentlich schon der Name. Er kann maximal 400 Quadratmeter mähen. Bedeutet, das ist ein Einstiegsmähroboter für einen fast unschlagbaren Preis, denn der liegt bei gerade mal 500 € und wenn der sogar in einer Aktion ist, bekommt man diesen Mähroboter bereits ab 420, 430 €. Die Links findet ihr alle unten in der Videobeschreibung. Das Zubehör, was geliefert wird, ist schon relativ umfangreich. Er hat natürlich eine Ladestation dabei. Er hat auch ein sehr langes Stromkabel dabei. So müsst ihr auch nicht unmittelbar daneben eine Steckdose haben. Das ist auch top. Und der Mähroboter funktioniert leider nicht mit GPS, was eigentlich für diesen Preis auch fast nicht möglich ist. Ihr braucht natürlich auch noch ein Induktionsschleifenkabel, ist auch dabei im Lieferumfang mit 100 Laufmeter. Denke ich, bis 400 Quadratmeter Fläche ist es völlig ausreichend. Dabei sind dann auch die sogenannten Erdnägel, wo man das Kabel dann befestigen kann. Es sind sogar 2 Pack dabei, also ist eigentlich alles dabei. Man vermisst im Regelfall nichts. Es sind auch Verbinder dabei, falls mal ein Kabel beschädigt sein sollte. Und es sind zusätzlich noch 3 Messerklingen dabei. Ja, an für sich die Ladestation, ihr seht es auch, die war alles sehr kompakt verpackt. Das ist echt gut. Das Ganze kann man aufpacken. Qualitativ fangen wir einfach mal mit der Ladestation jetzt an, wenn ich schon hier bin. Ich sag mal so, man bekommt genau das, was man halt bezahlt. Für um die 500 € kann man nicht einen High-End-Kunststoff erwarten und kann auch nicht eine High-End-Qualität erwarten. Deswegen ist der Vergleich, was ich auch immer sage, bezieht sich immer auf das Preis-Leistungs-Verhältnis und das ist okay. Also bedeutet, die Qualität hier, er hat ein bisschen scharfe Kanten, aber wie gesagt, für den Preis alles soweit in Ordnung. Und auch hier hinten der Anschluss, er ist okay. Das Suchkabel kommt im Prinzip hier ganz normal rein, wie so Lautsprecherkabel sind das. Ja, ob es lang halten wird, weiß ich nicht. Wir sind immerhin im Außenbereich. Aber wie gesagt, für den Preis, denke ich, ist es wirklich okay. Wenn es euch eventuell wundert, warum hier ein S1 und S2 mit Signal dran steht, da kommen wir später noch drauf. Das hat auch was mit dem Robi zu tun. Und von dem her passt das alles soweit. Ich hätte gesagt, wir schauen uns mal den Robi an, weil der ist deutlich hochwertiger verarbeitet, besser verarbeitet und der hat auch das ein oder andere Feature. Als ich den Mähroboter ausgepackt habe, war ich ehrlich gesagt sehr positiv überrascht. Die Qualität von der Haptik, von der Optik, ich finde, er sieht schon mal richtig gut aus. Das Orange ist nicht zu knallig, ich finde es einfach nur genial. Schöne Matt-Optik gehalten, alles gut und auch mit Tragegriff. Und er ist auch relativ leicht, also von dem her alles gut. Was mich sehr beeindruckt, wenn ich das Ganze jetzt mal anschaue, er hat ein paar coole Features drin. Die Reifen, die sind relativ breit. Also wenn ich die Reifen jetzt mal anschaue, das Stollenprofil ist relativ grob und richtig schön angeordnet, so dass er auch schön Traktion haben wird. Ja? Also meine Erfahrung sagt eigentlich jetzt schon, dass die Traktion richtig gut sein wird. Die Fronträder, das finde ich auch richtig klasse. Schaut mal die Fronträder an. Die sind beweglich, also von der Höhe beweglich. Und das ist halt genial. Somit kann er unterschiedliche Höhen ausgleichen. Zum Beispiel auch bei mir jetzt am Rand mit meinen Mähkanten, dann kann er wirklich schön die Höhen ausgleichen und er hat immer Kontakt mit allen Rädern, beziehungsweise zumindest mit den vorderen. Die hinteren, die sind dann starr auf einer Achse.
Die Fronträder, die sind relativ glatt. Die Qualität ist okay, sage ich jetzt mal. Das passt soweit. Sie lassen sich sehr leicht bewegen. Das ist auch alles gut. Er hat hier hinten noch so eine Art Rasenkamm. Hier vorne auch ein bisschen ein Rasenkamm. Ob der jetzt was bringt, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Und das ist sein Messerteller. Ihr seht, er hat rasiermesserscharfe Klingen dran. Die sind frei beweglich, wie die meisten Mähroboter auch. Die Schnittbreite beträgt 18 cm. Ja, und ansonsten gibt es hier unten nicht viel zu sehen. Hier ist noch ein An-Aus-Knopf. Und was ich schon mal richtig cool finde, ist der Akku. Da sind wir gleich dabei, denn der Akku, den könnt ihr entnehmen. Das sind 20 Volt Akku. Knopf drücken, genau, so entriegeln und dann das Ganze aufmachen. Und das ist das Coole. Er hat einen Akku wie ein... Was gibt es alles von Yard Force? Wir haben zum Beispiel einen Laubsauger haben wir von Yard Force, einen Spindelmäher, akkubetrieben von Yard Force, und das ist der gleiche Akku. Das bedeutet, ihr könnt auch ohne Probleme mal, wenn ein Akku schwächeln sollte, könnt ihr einen anderen reinmachen, und somit ist der Mäher eigentlich sehr kostengünstig auch vom Unterhalt und muss nicht entsorgt werden. Ist richtig cool. Was ich leider beim Akkufach etwas schade finde, das ist jetzt ein 2 Ampere-Stunden Akku, und das, so wie es aussieht, ist auch die Maximumgröße. Man hat hier leider keinen Platz für einen größeren, wie ein 4 Ampere-Stunden Akku. Das sieht man leider, ich hoffe die Kamera kann es erkennen, da sieht man leider, dass hier zu wenig Platz ist. Das finde ich schade, weil das würde bedeuten, man könnte ihn länger mähen lassen, und dadurch würde er wahrscheinlich dann auch mehr Quadratmeter schaffen. Wahrscheinlich ist es aber auch gewollt von Yard Force, denn diesen Mähroboter gibt es auch noch als 800er, und der packt dann natürlich 800 Quadratmeter. Ja, sonst, wie gesagt, Optik finde ich echt cool. Hier vorne, nicht, dass der eine oder andere denkt, er hat Ultraschallsensoren. Nein, das ist die Ladekontakte von der Ladestation. Das Andock-Ladestationsding, dass er hier im Prinzip einen Strom bekommt. Ja, und hier oben, was haben wir hier oben? Hier oben haben wir dann noch die Schnitthöheneinstellung. Die Schnitthöheneinstellung geht von 20 bis 60 mm. Und das finde ich ist echt cool. Sehr wenige Robis können auf 20 mm runter. Und vom Drehen her, es geht etwas schwerer zu drehen, finde ich aber ganz gut. Somit verstellt sich es nicht gleich. Und ich muss ja auch nicht 5-mal am Tag die Höhe verstellen. Und somit ist es eigentlich völlig in Ordnung. Hier oben eine große Stopptaste, dass er anhält. Und hier hinten haben wir dann noch, was haben wir da noch? Ein Display. Das Display, muss ich ehrlich sagen, ist sehr schwer abzulesen. Man sieht relativ wenig. Aber man kann auch den per App steuern. Allerdings, hier sieht man es schon, Bluetooth, kein WLAN. Somit kann ich ihn nicht von unterwegs aus steuern. Dann gibt es noch einen Regensensor. Bedeutet, wenn es anfängt zu regnen, fährt er wieder zurück. Und natürlich hat er auch einen Bumper, beziehungsweise er hat einen Hebesensor, er hat einen Kollisionssensor und er hat einen Kippsensor. Ja, das ist soweit mal die groben Features. Und was er genau kann, sehen wir auf unserer Testfläche, denn den bauen wir später auch noch auf. Bevor wir gleich runterfahren auf unsere Testfläche und den Yard Force installieren, gibt es noch ein, zwei Dinge, die man noch wissen sollte. Nämlich der Mähroboter hat sogar eine Mähkantenfunktion. Wie die funktioniert, bin ich schon mega gespannt. Das ist ja auch immer ein großes Thema. Wie weit geht er drüber? Werden die Kanten geschnitten oder nicht? Der Yard Force hat es drin. Zudem hat der Yard Force, ihr seht es auch hier auf dem Display, der Yard Force hat einen Spiralschnittmodus. Hier. Leider muss man dazu sagen, ist es nicht wie bei Husqvarna, dass er automatisch erkennt, wo ein hoher Grasbüschel ist, und geht nicht automatisch in den Spiralschnitt, sondern ihr müsst ihn manuell aktivieren. Das bedeutet, ihr tragt ihn hin und drückt dann drauf, damit er Spiralschnitt macht. Wie erwähnt, Bluetooth ist drin, leider kein WLAN, habe ich schon gesagt. Somit könnt ihr ihn nur vor Ort
unmittelbar in der Nähe, ca. 10, 15 Meter, steuern und könnt dann mit der App rein und könnt dann auch euren Timer einstellen oder andere Einstellungen wie Regensensor etc. Könnt ihr dann da steuern. Könnt ihr aber auch alles über das Display machen. Wie gesagt, das Display ist aber relativ schlecht abzulesen. Ja, kommen wir zu dem S1 und S2. Was bedeutet das? Hat mich auch etwas verwundert, aber ist eigentlich ganz cool gelöst. Denn es sind verschiedene Funkfrequenzen zur Ladestation bzw. das Induktionsschleifensignal, weil es könnte ja sein, dass euer Nachbarn zufällig den gleichen Mähroboter hat oder zufällig einen anderen Mährobi hat und dann das Signal stört. Liest man immer wieder mal in Mähroboterforen. Deswegen haben die es eigentlich ganz cool gelöst. Die haben einfach zwei verschiedene Frequenzen, gibt ein S1 und S2 und wenn eins belegt sein sollte oder Störungen da sind, dann wähle ich einfach S2 und somit müsste es eigentlich erledigt sein. Ja, sonst gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Genau, die Steigungshöhe ist maximal 40%, also schon ganz ordentlich, werden wir auf unserer Testfläche sehen. Deswegen hätte ich gesagt, wir packen ihn ein, setzen uns ins Auto und dann gehen wir auf die Testfläche. Los geht's. So, wir sind angekommen. Für all diejenigen, die heute vielleicht auch zum ersten Mal reinschauen, wir haben eine Mähroboter-Testfläche. Das ist die gesamte Testfläche, die ist ganz grob um die 1000 Quadratmeter groß. Die ist aber aufgeteilt in 3 verschiedene Bereiche. Einmal sind auch 3 unterschiedliche Schwierigkeitsgrade drin und somit eigentlich ideal für die Mähroboter. Wir haben hier, ich stelle den mal ab, wir haben hier in diesem Bereich, im hinteren Bereich, wo das Gras noch relativ hoch ist, das ist meiner Meinung nach die schwerste Fläche. Da bleibt der Gardena, den wir aktuell fahren haben, den Sileno, der bleibt da auch öfters hängen. Deswegen haben wir den Bereich jetzt auch mal abgeschalten, weil deswegen ist auch da das Gras hoch. Der Gardena hat aktuell diese Fläche hier gemäht, hat er soweit ganz gut gemacht. Wir haben auch hier im oberen Bereich, man sieht es vielleicht auch, wir haben eine extreme Steigung drin. Also da geht es mal richtig hoch. Wir haben es noch nicht gemessen, müssen wir auch mal machen. Da kommt der Gardena noch lang nicht an die Grenze und das ist natürlich auch richtig gut zum Testen, auch für den Yardforce. Wir werden den Yardforce aber vorerst auf der mittleren Fläche laufen lassen. Das ist die Fläche, die fängt hier an. Hier fängt sie an und geht dann ganz einfach rüber. Bis hierher ist die einfachste Fläche. Hier haben wir 210 Quadratmeter und da darf er mal anfangen. Dann schauen wir mal, ob er seinen Job gut macht, ob alles passt. Und wenn er das alles gut gemeistert hat, dann stellen wir ihn auf die obere Fläche. Mit der Steigung deaktivieren die untere Fläche, weil sonst wäre es zu groß. Die obere Fläche hat um die 340, dann wäre es zu groß. Und deswegen darf er dann oben mähen und wenn er das gut gemeistert hat, dann kommt er auch ganz runter an die unterste Testfläche. Ja, und ich hätte jetzt einfach gesagt, wir bauen den Gardena kurz ab, bauen den Yardforce auf und die App habe ich auch schon runtergeladen, die sieht richtig cool aus und dann geht's schon los, dann darf er mal fahren. Ja, er läuft. Die Installation war wirklich mega einfach. Einfach nur die Kabel, die Schleife haben wir ja vorher schon verlegt, die Kabel einfach in die Ladestation und das war's. Ja, im Großen und Ganzen macht er jetzt erstmal einen ganz guten Eindruck, ist okay, er ist relativ langsam unterwegs, er ist ja auch ein kleiner Mährobi für 400 Quadratmeter. Ich muss mich allerdings korrigieren, ich habe vorhin gesagt, er hat einen Bumper und das ist nicht richtig. Er hat zwar einen Kollisionssensor, aber er erkennt es nicht anhand von einem Bumper, sondern anhand von dem Widerstand von seinem Antrieb. Ihr hört es vielleicht auch, er hat ein relativ brummiges Geräusch. Klar, da sägt jetzt einer Holz mit der Motorsäge, aber ihr hört es, glaube ich, trotzdem, er hat ein sehr brummiges Geräusch. Und auch die Antriebsmotoren sind, obwohl sie bürstenlos sind, meiner Meinung nach schon etwas lauter, deutlich lauter als Gardena oder Husqvarna. Ja, was aber auch gut ist, was ich vorhin auch nicht gesagt habe, ist,
Ihr seht auch, er hat jetzt hier schon ordentlich Dreck überall dran. Ist aber kein Thema. Ihr könnt ihn einfach umlegen und mit dem Gartenschlauch abspritzen. Das ist natürlich auch richtig, richtig cool. Ja, im Großen und Ganzen würde ich einfach sagen, wir lassen ihn laufen. Wir stellen jetzt einfach mal den Timer ein für die 200 irgendwas Quadratmeter. Und dann schauen wir einfach mal, wie er so funktioniert. Jetzt piept er kurz. Wahrscheinlich sucht er jetzt seine Ladestation. Genau, ich glaube, der Akku ist ziemlich leer. So, ich würde einfach sagen, ein Fazit oder ein genaues Detailfazit in der Praxis seht ihr dann im nächsten Video, also nicht im nächsten, sondern im nächsten Video zum Yardforce. Wir lassen ihn jetzt einfach mal etwas laufen. Wir haben leider schon Anfang Oktober. Wir lassen ihn jetzt einfach mal laufen bis April, Mai und dann kommt ein separates Video, wie er sich geschlagen hat auf den Testflächen. Deswegen würde ich einfach vorschlagen, wenn ihr dieses Video nicht verpassen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Würde uns sehr helfen und auch sehr freuen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch eine schöne und vor allem gesunde Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.